willkommen zu der Herzensreise durch das Hohelied oder das Lied der Lieder von unser himmlischer Salomo Friedefürst, der singt nach sein Tod und Auferstehung und Sieg errungen ist und freut sich über seine Braut. Und jetzt die Braut ist dabei, immer noch ihn zu bestaunen und zu danken und zu beschreiben. Wir haben gerade gesehen, diese Sprache der Liebe, dass wir alle lernen müssen. Und das Hohelied ist ein super Buch, damit wir das lernen. Wie andere dem anderen lobt und preist und beschreibt. Und jetzt sie möchte sagen, und wir lesen in Hohelied 2,3, wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes. So ist mein Geliebter unter den Söhnen. In seinem Schatten zu sitzen gelüstet es mich, und sein Frucht ist meinen Gaumen süß. Okay, so, jetzt, sie sagt unter alle anderen Söhnen, du bist der Allerschönste und du übertriffst alle Menschen dieser Erde. Genau wie ein Apfelbaum inmitten des Waldes, inmitten von einem Wald mit diesen immergrünen Bäumen, die nur giftige kleine Früchte haben und Dunkelheit. Sie hat den Apfelbaum gefunden. Und den Apfelbaum steht in dieses Buch für inmitten der Garten, in Eden, in Paradies, in diesem Lustgarten der Wonne und Genießen, war zwei Bäume. Und einer war das Baum des Lebens und der andere war der Baum der Erkenntnis der Guten und Bösen. Und jetzt hat sie gesagt, ich habe wieder den Apfelbaum gefunden. Ich habe den Baum des Lebens gefunden. Ich habe den Baum, das ewiges Leben, der göttliches Leben, das Baum, wo ich mich wirklich freigesetzt werde von dem Fluch und von der Gesetz der Sünde und Tod. Ich bin zurück zu dem Baum des Lebens. Wie ein Apfelbaum, wie den Baum des Lebens, so ist mein Geliebter unter alle anderen Menschenkinder. Und das ist ein wunderschöner Vers in Psalm 45, Vers 2. Das beschreibt den Bräutigam. Und es sagt, du bist schöner als alle anderen Menschen. Anmut ist über deine Lippen ausgegossen. Darum hat Gott dich gesegnet für ewig. Du bist schöner als alle anderen Menschen. Jesus Christus ist der schönste Mensch. Eigentlich, er ist der himmlische Mensch. Er ist der Mensch vom Himmel. Gott hat gesagt, er möchte Menschen schaffen in sein Ebenbild. Er war der Mensch in dem Ebenbild Gottes. Und alle anderen Bäume der Welt kommen von Adam. Adam hatte eine Gelegenheit, aber Adam hat gefallen. Adam hat gewählt den Baum von Erkenntnis, von Guten und Bösen. Adam hat die Unabhängigkeit von Gott erklärt. Adam hat seinen Rücken an Gottes Herrschaft, Autorität gewendet und rebellisch geworden und wollte sein Leben in seiner Hand selber verwirklichen, ungehorsam gegen Gott und seine gute Leben. Er wollte alles erkennen und wissen und verstehen, aber er ist gefallen von dieser Sünde. Aber jetzt haben wir der andere Mensch vom Himmel. Und dieser Mensch, voller Leben, den Baum des Lebens, haben wir gefunden unter alle Bäumen der Welt. Mitten im Wald standen zwei Bäume. Und so wir sind zurück zu dem einen Baum, die wirklich voller Leben gibt. Und wir können auch sagen, dass dieser Baum des Lebens und dieser Apfelbaum, der Frucht bringt, die uns Ernährung und Leben geben, ist auch wiedergefunden, wirklich 4000 Jahre später, am Kreuz von Golgatha oder am Holzbaum, an diesem Baum, wo Jesus Christus
Der Mensch vom Himmel, Gott vom Himmel selbst, im Fleisch, ist gekommen, ein sündloser Mensch, hat sein Leben hingelegt und hat der Sündenschuld bezahlt und entwaffnet den Feind von seiner Kraft, hat die völlige Erlösung freigesetzt, der Apfelbaum und diese Resultate und wo wir die Frucht des Lebens essen, ist am Kreuz von Golgatha. So, wir haben diesen Ort gefunden, wo wir wirklich die ewige Leben wieder haben und die Frucht des Lebens genießen kann, finden kannst. Warum sollen wir auf dieser verfluchten Erde in die Märkte der Möglichkeiten, die Märkte der Welt, sie bieten alles an, Selbsthilfe, andere Religionen, Philosophien, Medikamente, alles mögliche, Schönheitsoperationen, das und das, um den Tod zu besiegen, um ihr Schuld irgendwie freigesetzt zu werden oder in Drogen und Alkohol, damit man nicht denken muss an die Vergangenheit. Wir haben den Baum des Lebens mit Vergebung, mit alles, was die andere Welt sucht, das haben wir gefunden. Und sie sagt, du bist schöner als alle anderen Menschen, schönster Herr Jesus. Und in dir ist das Leben. Und du bist dieser unglaubliche Baum. Ich möchte ein Zitat lesen. Das Kreuz von Golgatha ist die zentrale Erhabenheit in der gesamten Heiligen Schrift. In ihm einen sich alle Fäden der Wahrheit, seien sie alt oder neu. Und von ihm, von das Kreuz, strahlt alles Licht und alle Lebenskraft zu weltumspannender Gemeinde und zu völliger Erlösung. In das Kreuz ist alles Leben, alles, was wir bekommen von Gott, die ganze Erbe, alles ist freigesetzt durch das Kreuz. Und so sie hat gesagt, ich habe diese unglaubliche Baum des Lebens mitten in der Welt gefunden. Ich bin zurück in das Paradies. Ich bin zurück wirklich in Beziehung mit Gott. Genau wie Jesus sagt, ich bin der Weg. Der Weg zurück zu Gott. Wir sind nicht mehr entfernt, isoliert, getrennt, gestorben zu Gott und seiner Welt. Er ist der Weg, die Wahrheit für unsere blinde Augen und unser verfinsterter Verstand, wo die Mensch sieht Gott so grauselig. Und jetzt haben wir die Wahrheit über wer Gott ist und er ist das Leben. Er ist gekommen. Er ist die Auferstehung, wo Dinge gestorben sind, sogar ein Leben größer als der Tod und das Erhalten des Lebens. Das haben wir in Christus. Der Tod und Sünde, Macht ist gebrochen. Er ist der letzte Adam, was bedeutet am Kreuz, die ganze verfluchte, gefallene Sünde, Krankheit, Tod, Teufel, Grab, Hölle, Gesetz ist erfüllt. Er hat alles ein Ende gemacht. Der letzte Adam. Lass dieser Adam in dein Leben, dein natürliches, gefallener Mensch, in dem Grab bleiben mit Jesus. Er ist der letzte Adam. Er hat ein Ende gebracht zu das und auferstanden als das Haupt und Anfang der neuen Schöpfung. Und wir sind die neue Schöpfung, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott vorher geplant hat, damit wir in das leben. Ich möchte einen wunderschönen Vers lesen vom Alten Testament. Es sagt, siehe ein Mensch. Ich liebe das, siehe ein Mensch. Spross ist sein Name. Wie ein Wurzel aus dürren Erdreich. Der Messias, der wahre Weinstock. Der Apfelbaum mitten im Wald. Er wird sprossen und die ganze Welt mit guten Früchten erfüllen. Und jetzt sind wir hineingekommen als Rebe in der wahre Weinstock, vereint mit Christus, in ihm hineingepflanzt und durch uns, Christus und seine Gemeinde, die ganze Welt wird gefüllt mit guten Früchten. Ist das nicht gewaltig?
Diesen Ort zu finden, diese Apfelbaum, zu wissen, was wir haben. Und dann sagt sie, in seinem Schatten zu sitzen. Was bedeutet eine Wohnung, ein Wohnort, eine Sesshaft, eine Sitzplatz niedergelassen. Hier lasse ich mich im Schatten zu sitzen von diesem gewaltigen Apfelbaum, erfüllt mit aller Frucht. Hier sitze ich, das gelüstet es mich. So, wir können in Christus, in sein Kreuz, vereint mit ihm, diesen Ort finden, wo der Schatten Gottes, wo der Schutz ist, von der kein Zorn Gottes. Wir sind gerettet von dem Zorn, weil Christus hat das Zorn Gottes für uns getragen. Es hat ihn wirklich getroffen. Dort haben wir auch einen Ort, einen schattigen Ort der Ruhe vor der Feind. Und ich möchte sagen, wir sind gerade jetzt in Europa, in Deutschland, in einer Hitzewelle. 38 Grad. Es ist heiß. Man möchte wirklich diese schattigen Orte finden. Man möchte wirklich diese Schatten finden, auch erfrischendes Frucht und belebendes Essen und Trinken. Und das ist genau in einer sehr verwelkten, dürres Erdreich. Das ist der Ort, wo wir wirklich Himmelsfrucht, Himmelssieg, Himmelsschatten finden können. Es sagt in Jesaja, dass einer König wird regieren, ein Mensch wird als König regieren und er wird ein Obdach vor dem Sturm, eine Zuflucht vor der Hitze, eine mächtige Schatten in einem ausgezerrten Land. Dieser schöne Mensch, dieser einmalige Mensch vom Himmel, dieser Mensch in dem Ebenbild Gottes, Jesus Christus, siehe ein Mensch, Spross ist sein Name. Er wird sprossen, er wird Leben geben und er wird Schutz geben, Schatten geben, Zuflucht vor der Hitze. Möchte dich ermutigen, finde in dein Leben. Und das ist dieser grundlegende Ort, dass diese Seelen, dass wir in Gott finden, wo wir wirklich ruhen können in das Kreuz, wo wir ruhen können im Kreuz, wo wir wirklich die ganze Kraft des Blutes und des Sieges Jesus nehmen können. Es ist ein Schatten von dem Feind. Es ist eine Flügel, wo du unter diese Flügel wirklich Zuflucht, Schatten und Obdach von jedem Sturm in dein Leben, jeden Sturm, das kommen wird in der Welt, glaube wir als Gläubigen haben diesen Ort, wo wir werden wirklich wie die Kinder Israels in ihre Häuser haben das Blut in Form eines Kreuzes von oben auf die Seiten, auf dem Torpfosten und in das Haus haben sie Schutz, als der Engel des Todes rübergegangen ist. Gott macht einen Unterschied und dieser Unterschied ist in sein Kreuz, wo Jesus die ganze Zorn alles getragen hat. Und so freue mich auch für dich in dieser heißen Wetter einen schattigen Ort zu finden.